Okay, weiter geht es mit der Einrichtung des iPhone 12 Pro Max. Das mächtige 6,7 Zoll große Display, da oben die Notch. Leider ist sie nicht kleiner geworden. Dass es anders geht, hat uns ja Huawei bereits gezeigt. Gucken wir uns die rechte Seite an, wo der Power-Knopf sitzt. Oh, die ist voll Fingerabdrücke. Voll. Das ist krass. Also, dass es so schlimm ist, habe ich nicht erwartet. Abgesehen davon haben wir noch das CE-Zeichen. Dann kommen wir zur Unterseite. Wir haben leider immer noch den Lightning-Anschluss. Auf der linken Seite das Mikrofon, auf der rechten Seite einen der beiden Lautsprecher. Auf der linken Seite, dieses Jahr neu, der Einschub für die SIM-Karte, Lauter-Leise-Taste und natürlich der Stummschalter. Und auf der Oberseite ist nichts, außer einem Antennenstreifen. Die schöne matte Rückseite. Die Farbgebung, dieses leichte, gefällt mir wirklich sehr. Hier nochmal die 3 Kameras mit dem neuen LiDAR-Sensor und einem Mikrofon und dem Blitzlicht. Ja, also das Gerät, ich komme an den Powerschalter ran, das ist gar kein Problem, aber es wirkt schon ziemlich kantig in der Hand. Die Positionierung der Knöpfe ist sehr gut geraten. Ich komme an Power und an Leiser-Taste. So, wir halten den Power-Knopf etwas länger gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät fährt hoch. Hello. Swipe up to open. Und jetzt Hallo. Okay. Ich hole noch mal ganz kurz das Galaxy Note 20 Ultra hervor. Denn darin ist ja meine SIM-Karte drin, die möchte ich gerne entfernen. Da haben wir es. Das sind die 2 Top-Smartphones dieses Jahr. Beide riesig. Hier habt ihr noch mal kurz den Größenvergleich. Also das Note 20 Ultra ist schmaler, aber dafür etwas höher. Und das iPhone ist ein bisschen kürzer, aber dafür breiter. Und ihr merkt das definitiv in der Hand. Also das In-Hand-Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir beim Galaxy um einiges besser. Ja. Fühlt sich auch durch die abgerundeten Seiten viel, viel angenehmer in der Hand an, als dieses kantige Design beim iPhone. Das muss man einfach so sagen. Und auch das Design. Ich meine, diese Ränder rechts und links, die sieht man ja beim Galaxy nicht, dadurch, dass das Display abgerundet ist. Das Design des iPhones, ja, ist einfach ein bisschen, ich sag mal, altbacken. Aber genug geredet, wir holen die SIM-Karte jetzt raus. Das SIM-Eject-Tool ist bereit. Wir stechen in das richtige Loch. Und zack, der SIM-Schlitten kommt raus. Und die Karte kommt zum Vorschein. Drücken Sie leicht raus. Genau. Und nehmen jetzt natürlich das passende SIM-Eject-Tool für das iPhone. Da haben wir es. So. Auf der rechten Seite ist es ja nicht mehr. Wir stechen auch hier kurz rein. Holen den SIM-Schlitten raus. Legen die SIM-Karte rein, nach oben ausgerichtet. Und das war's. Genau, nochmal ein bisschen nachdrücken, damit das auch bündig abschließt, so dass auch ja kein Staub und keine Flüssigkeit reinkommen kann. Und die SIM-Karte ist nun drin. Beginnen wir mit der Einrichtung. Dieses Fenster ist neu, das habe ich so noch nicht gesehen. Klicken auf Deutsch. Deutschland ist schon oben, steht schon oben. Klicken wir drauf, die Sprache wird eingestellt. SIM ist gesperrt. Das ist logisch. Dann gebe ich doch gleich mal meinen PIN ein.
So, ist getan. Klicken auf OK. Das ging schnell. So, Schnellstart. Zum Anmelden und Konfigurieren bringe dein aktuelles iPhone oder iPad in die Nähe. Das brauchen wir nicht. So, wollen wir unser WLAN verbinden oder das über die SIM-Karte machen? Wir machen es über die SIM-Karte. Das Aktivieren kann einige Minuten dauern. Aktivieren nicht möglich. Das ist der Vorführeffekt. Warum das denn? Was ist da los schiefgelaufen? Weil LTE-Empfang haben wir, das sehen wir. Wir probieren es nochmal. Das ist komisch. Ja gut, jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als die Einrichtung mit dem WLAN zu vollbringen. Ich gebe schnell mein WLAN-Passwort ein. Verbinden. Und nochmal derselbe Screen. Und ich hoffe, diesmal klappt es. Ja, es lässt uns ganz schön warten. Da haben wir es doch. Also, geht doch. Daten und Datenschutz. Weiter. Face ID. Machen wir jetzt. Fortfahren. Ich scanne schnell mein Gesicht. Wunderbar. Den Code haben wir auch schon erstellt. Jetzt Apps und Daten. Aus iCloud Backup wiederherstellen, von einem Mac oder PC wiederherstellen, von einem Android-Gerät. Das machen wir alles nicht. Wir richten es als Neugerät ein. Apple ID Bestätigungscode. Sollte jetzt auf meine Uhr kommen. Dank der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wunderbar. Allgemeine Geschäftsbedingungen. Gut, die muss man akzeptieren, ansonsten könnte man das Gerät sofort zurückschicken. Das Einrichten deiner Apple ID kann einige Minuten dauern. Ich hoffe, das geht schneller. Wenn nicht, spule ich hier an dieser Stelle vor. Okay, iPhone auf dem neuesten Stand halten. Aktualisiere iOS automatisch, das machen wir. Ortungsdienste aktivieren wir. Das Rädchen oben dreht. Apple Pay. Das konfigurieren wir später in Wallet. Siri. Das machen wir auch später. Die Bildschirmzeit, das aktivieren wir. Klicken auf Fortfahren. Die iPhone-Analyse. Nein, das teilen wir nicht mit Apple. True Tone Display. Hier sehen wir mal den Unterschied. Na gut, aktivieren wir, fortfahren. Und das Erscheinungsbild lassen wir mal bei hell. Den Anzeigezoom. Na, ob das jetzt vergrößert dargestellt wird oder Standard. Wir belassen es beim Standard. Willkommen beim iPhone. Zum Starten nach oben streichen. Gesagt, getan. Gerne. Das ist unser Lockscreen. Wir müssen erstmalig den Code eingeben. Voila, unser Homescreen. Eieiei. Ja. Können wir machen. FaceTime und iMessage. Akzeptieren wir auch. Okay, das ist es. Wir gehen in die Einstellungen. Gucken uns den zur Verfügung stehenden Speicher an. Da, iPhone-Speicher. Okay, es sind 14,1 GB, 14,2 GB von 256 benutzt. Software-Update. iOS 14.3 steht schon zur Verfügung. Das installiere ich dann im Nachgang. Das war's von der Einrichtung des iPhone 12 Pro Max. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht es gut und ciao.